Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Praktisch, energetisch, zwischenmenschlich. Was hält er für dich bereit? Was ist zu beachten oder eventuell außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Lieber Widder, im Juli setzt du dich mit Schnelllebigkeit auseinander. Wie schnell vergeht die Zeit? Wie bewusst nimmst du wahr? Stress. Wie gehst du mit deinem eigenen Stress um? Weil alles so schnelllebig ist. Der Juli. Es kommt eine Situation, wo du dich auf den Hosenboden setzt. Diese Situation, oh, ich höre Quantensprünge des Bewusstseins, lässt dich hinterfragen. Ja, war das denn schon immer so? Warum ist es so? Stopp! Du bekommst einen Stopp vom Universum, um mal die Zeitschleuder aus der Zeit zu nehmen. Im Hier und Jetzt ein Mittagessen bzw. ein gewisses Treffen zum Mittagessen an einem Tag im Juli, für einige mag es der 19. sein, oder zum Kaffee am Mittag, wie auch immer, sehr, sehr ausschlaggebend. Intensivste Gespräche werden geführt, doch deine Aufmerksamkeit geht auf eine Person, flüchtig, vorbeigehend, beobachtend. Interessanter Juli. Die Karten sprechen nicht, wahrscheinlich weil ich spreche. Ich werde mal innehalten. Der Widder im Juli bitte. Zu viele? Ja. Die Höhle der Geborgenheit oder die Höhle als Falle. Was bist du bereit zu erkennen? Woran hältst du fest? Ja. Das Zwischenmenschliche. Gewohnheit ist keine Tugend, sagen sie. Noch eine Karte bitte. Und sie fiel mir in den Schoß. Ja. Du wirst den Juli dazu nutzen, aufzuräumen. Aufzuräumen, energetisch und zu erkennen. Einen Schatz für dich zu bergen. Beginnen wir von vorne. Das Zwischenmenschliche. Verbindungen. Warum hält man Verbindungen aufrecht? Warum hält man fest? Beantwortet dir selbst diese Frage. Ein Geist wacht, möchte erleuchten, doch man sieht nicht, weil man gar keine Zeit dazu hat. Die Schnelllebigkeit. Oh, jetzt werde ich streng, ich merke es schon.
Jemand triggert dein Zugehörigkeitsgefühl. Denn für dich ist die Höhle die Sicherheit, nicht das Zwischenmenschliche. Die Höhle. Sinnbild für was? Beantworte dir selbst die Frage. Man wartet geduldig darauf, dass du erkennst. Ein Blick ins Grüne, aus dem Dunklen heraus. Schwarz und Weiß. Das Schwarz beinhaltet alles, auch wenn wir im Schwarz nichts erkennen. Doch, bum, bang, plötzlich sind da Augen. So solltest du doch lieber wieder im Dunklen gut sehen können, nicht? Die Schnelllebigkeit der Zeit, deine Schnelllebigkeit, lässt dich nicht genau hinsehen. Vielleicht möchtest du auch nicht genau hinsehen. Schatten huschen vorbei. Die Wahrnehmung eigentlich so super. Doch das Ausblenden geht schneller, ist einfacher. Du könntest mit einem Fingerschnippen das Schwarze, das alles beinhaltet, zum Leuchten bringen in all seinen Farben. Doch das Geheimnis muss erst erkannt werden. Sehr, sehr viele Gegensätze für dich im Juli. Schwarz oder weiß? Bunt oder schwarz? Du drehst dich im Kreis. So lange, bis du nicht bereit bist, genau hinzusehen. Ein Mensch blendet dich so schillernd, dass du fast hingerissen bist, die Farbenpracht anzunehmen. Doch, lieber schwarz oder weiß. Denn du könntest dir selbst zu bunt sein. Karma. Seelenverträge. Der ewige Kreislauf. Und dann kommt die Sonne. Die Sonne, die ihr Licht scheinen lässt. Die Sonne, die sagt, jetzt, schau jetzt hin. Wo drehst du dich im Kreis, lieber Widder, und merkst es nicht einmal? Es steht so viel zur Verfügung und doch
Begnügst du dich mit dem Minimum? Ja, du bist bescheiden, ja. Bla bla bla. Steht dir alles zur Verfügung? Sind die Scheuklappen. Die Scheuklappen, die straff, fest, eng sitzen. Zu eng. Augendruck. Wenn du im Juli Augendruck verspürst, irgendwas an den Augen hast, Schläfenschmerzen, was auch immer, denk an die Scheuklappen. Die Leichtigkeit steht dir jederzeit zur Verfügung. Vor allem durch einen Löwen, den du seit 3 Monaten, 3 Jahren kennst. Oder gar 3 Jahrzehnten. Gut, der Juli, wie gesagt, er lädt dich ein, die Zeitschleuder aus der Zeit zu nehmen, wahrzunehmen und somit in die Leichtigkeit zu gehen, weil du diese erkennen darfst, wenn du dazu bereit bist. Wem ordnest du dich unter? Wer führt dich auf eine Art und Weise, wie du es gar nicht bemerkst? Ja. Wer hält dich fest? Auf dass es für dich ganz normal ist. Jemand flüstert dir zu über dein Kronenchakra. Doch du interpretierst die Worte vollkommen falsch. Denn du sollst sie nicht interpretieren. Nehme sie so, wie sie dir gesagt werden. Und wenn du sie so nimmst, wie sie dir gesagt werden, kommst du raus aus deinem Goldfischglas. Ja, lieber Widder, das wird ein strenges Reading. Das bist du nicht so gewohnt. Normalerweise bin ich mit anderen strenger als mit dir. Das schillernde Leben. Die schillernde Welt. Schnelllebig? Liegt im Auge des Betrachters. Liegt im Auge des Betrachters deshalb, weil ist der Betrachter schnelllebig? Es gibt Momente der Millisekunden, die ein Leben lang andauern. Wenn man bewusst im Hier und Jetzt ist und diesen wahrnimmt. Ansonsten, ja, flüchtig. Du wächst ab. Du schwingst hin und her wie ein Pendel. Nimmt das Pendel jetzt an Fahrt an Tempo oder verlangsamt es sich und bleibt stehen? Es liegt ganz an dir. Ein Erdzeichen. So bestimmend. Und ich möchte nicht sagen negativ eingestellt, doch abwehrend. Abwehrhaltung. Und somit wirst du abgelenkt von deinen Wünschen, von deinem eigentlichen Ziel.
Weil das Erdzeichen weiß ja selber nicht, was es will. Aber Hauptsache den Ton angeben. Ja, und das ist dann das kleine Rad, das sich dreht und dreht und dreht und Situationen immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder präsentiert. Solange bis du erkennst. Dann, lieber Widder, die Sonne mit ihren wunderbar wärmenden, hellen Strahlen wird deine Aufmerksamkeit auf etwas richten, was mehr Leichtigkeit und Freiheit für dich bedeutet. Was? Tatsächlich, es ist ganz das Gegenteil, ganz was anderes als das, was du in deinem Wahrnehmungsfeld hattest. Doch was ist, wenn sich der Effort lohnt, dorthin zu sehen? Oder wie lange möchtest du dich noch auspowern? Die Sonne lädt dich ein und sagt, setz dich, lass dich von meiner Wärme umhüllen. Ich zeige dir den Weg. Warum bist du noch kampfbereit? Wir machen weiter im Extended. Lieber Widder, bis gleich. Ich warte dort auf dich. Ciao.